Namaskar. Das heutige Thema ist über Energie. Und Energie ist vielfältig, Energie ist überall. In der Luft ist ein zähflüssiger Plasma von Energie. Es hat auch Bestandteile, es ist nicht so dicht zusammen wie das Element Wasser, aber es hat haargenau die gleichen Eigenschaften wie das Element Wasser. Und wie tut dein Körper Energie speichern und benutzen? Es geht heute um das Thema Energie. Und was haltet dieses zusammen? Energie. Was haltet dieses zusammen? Energie. Wo kommt die Energie her? Es kommt von dem Universum. Es ist nicht nur Elektrizität, es ist klar eine Form von Elektrizität. Es gibt ein riesiges Elektromagnetfeld bei der Erde. Die Erde strahlt ein elektromagnetisches Feld. Aber unser Herz ist direkt an dieses Energiefeld verbunden. Und hier generieren wir als Menschen ein Elektromagnetfeld zwischen 2,5, 3 und 6 Watt. Es kommt darauf an. Wenn unser Lymphsystem die richtige pH-Wert hat, dann haben wir sehr, sehr viele Elektrizität oder Magnetfeld zur Verfügung. Das heißt, dass die elektrolytische Leitfähigkeit von alles in meinem Körper und in das Lymphsystem kommt auf den optimalen Zustand. Viele Menschen wollen diese Energie nicht, die benutzen Energie in einer anderen Form. Und wenn das Lymphsystem nicht die richtige elektrolytische Leitfähigkeit hat, dann erleben wir Störungen im Körper, große Störungen. Dann sind wir übermäßig hungrig, wir suchen nach Zucker, wir suchen nach anderen Sachen. Und es ist den meisten die Menschen nicht bewusst, wie viel Energie er ist selber. Es ist gemessen, ja, Heart Math Institute und andere Institutionen, auch in Krankenhäusern. Wieso ist ein EKG? Misst die elektrische Strömung des Herz. Ja. Aber das ist nicht so, ja, man kann sagen, es ist wie eine Batterie, aber es ist auch wie ein 5G-Handymast. Wir senden und schicken Energie, Kommunikation hin und her, permanent, den ganzen Tag, auch wenn wir schlafen. Wenn wir schlafen, das ist ganz interessant, was passiert. Das Gehirn will Daten verarbeiten, das nennt euch Träume. Ja. Aber das Gehirn will gewisse Systeme runterfahren lassen, sodass der Körper sich erholen kann und auftanken. In der Nacht, wenn wir schlafen, die kosmische Energie ist am stärksten, weil wir blockieren es nicht mit sämtlichen Gedanken und wir verschwenden es nicht, wenn wir schlafen. Ja. Aber das reicht nicht. Ja. Im Wachzustand tagsüber ist es sehr wichtig für uns, diese kosmische Energie oder das Energie, die in der Luft Plasma ist, ob das Prana nennst oder ob das Chi nennst, ist es trotzdem da. Es ist messbar. Ein Kompass zum Beispiel zeigt dir ganz genau, dass ein Elektromagnetfeld vorhanden ist. Und wie ist unser Zugang zu dieses? Es ist nur, Energie ist nicht nur, es ist da, wir pumpen unsere Muskeln, wir pumpen das ist Kraft, das ist so, was kann die Muskeln machen, wie viele Muskeln arbeiten zusammen und wie viel Energie braucht der Körper? Das ist eine hakelige Frage. Bitte schön. Wie viel Energie braucht der Körper, um einfache Verdauung
Es benötigt Unmengen von Blut und Säuren. Ja, und man kann sagen, Magensäure ist gleich Batteriesäure, das heißt, das ist der Ort, wo die Elektrizität des Körpers fängt an, in die Körper zu fließen. Ja. Und dann geht es in die Mineralien und in die kleinen Teile, die alle diese Trillionen von Mikroorganismen, die Zellen in unserem Körper brauchen zum Überleben. Wir brauchen Bausteine. Da sterben Tausende von Tausenden Zellen pro Tag und da werden Tausende von Tausenden Zellen neu geboren. Und das ist die Balance des Lebens. Ja. Ohne diese Mikroorganismen werden sie nicht einen Körper besitzen. Der Körper ist ein Plasma von zwei verschiedenen Formen. Es ist erst voll mit Lebewesen und alle diese Lebewesen tun das Beste, was sie können, zum Überleben. Ja. Und jetzt kann ich von einem Virus reden, der hier reingeht. Ja. Das ist nicht der Coronavirus, wovon ich spreche jetzt. Das ist, wie läuft dieses Computer, wie läuft die Festplatte, wie läuft das? Das ist, wir haben eine Amygdala, das ist ein Organ im Gehirn, die vermittelt permanent Emotions. Das ist ein Datenverwandler. Ja? Es will gespeichert werden. Und es wird gespeichert, wir brauchen eine Vibration. Das Vibration nennen wir Emotionen. Das heißt, wenn zwei Leute ein Bild anschauen, eine emotionale Verbindung werden zu dieses Bild hervorgerufen und dann bleibt die Assoziation gleich. Und diese Assoziation ist unterschiedlich zwischen jedem Mensch. Hängt von Familie oder Großmama oder Urmama. Ist so, jeder sagt ja, wie die Welt ist. Und du sagst auch, wie deine Welt ist. Das ist alles mit Emotionen verbunden. Diese Emotionen, das ist Energie. Und wir haben zwei verschiedene Arten von Emotionen. Beide brauchen dieselbe Energie. Energie kann für zwei verschiedene Richtungen verwendet. Es kann in die Ewigkeit, ja, das ist das Verwesung hingehen, ihr nennt das Tod. Ja, das ist auch ein Kreislauf. Oder ihr kannst es am Leben behalten und du kannst bei dir bleiben in deinem Bewusstsein mit all diesen Milliarden von Zellen. Ja. Das ist so, das ist groß gerechnet, 1 Trillion Lebewesen halten dich am Leben. Wenn dir das einmal bewusst ist, dann wird es mit ihrer Nahrung und mit ihren Inputs und alles ein bisschen besser umgehen. Aber manche Menschen die sagen, das ist wurscht, du musst zum Doktor gehen, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich muss zum Doktor. Ja. Und machen immer wieder dieselben Fehler, die machen ihre Biotop komplett kaputt. Ja. Die chemischen Prozesse verursachen viel Strom. Die chemischen Prozesse, das im Körper passieren, steuern unsere Gedanken und unsere Gedanken steuern unsere chemischen Prozesse. Es ist eine Gedanken und eine Emotion löst einen Hormoncocktail vom Gehirn, das ist in dem Hormonsystem, ja, es ist sehr empfindlich und es ist Chemie-Cocktail, ja, das sie selber steuern können. Ja. Es ist, wenn Aggression hast, der Körper wird vergiftet. Dann gewöhnt man an die Adrenalin, man gewöhnt sich an die Energie. Ja, es ist viel einfacher zu schimpfen und zu explodieren, weil das ist wahnsinnig viel Energie, die gerade losgelassen ist. Ja, es bringt den Körper durcheinander und es schadet. Ja, es schadet unglaublich viel innerliche Organe, es schadet deinem Leben, es schadet deinem Umfeld. Na, stell dir vor, du hast einen Radiosender, der nur ganz, ganz schlechte Sachen hinauspresst. Ja? Wie lange willst du das anhören? Und wie wird es bei dieses beeinflusst? Was wir hören, löst Emotionen aus. Was wir sehen, löst Emotionen aus. Was wir essen, löst Emotionen aus. Und das tagelang, weil es bleibt im Darm und es bleibt im Körper. Ja? Das wenigste Bewusstsein in unserer Nahrung, die schneller, dass wir zu unserer reinen Energie kommen, ohne Störungen in die Emotionenkörper.
das mit den wenigsten Emotionen. Es ist sehr gut für unsere Körper, unsere Geist und unsere Verdauung. Und manchmal können wir das Eiweiß in verschiedene Formen zu uns nehmen. Aber wie ist es? Das zeigt ja eine Übung, ja, die euer Immunsystem stärkt, euer Geist reinigt und die ziemlich schnell zurück zu einem gesunden Lebewesen zu bringen. Na, ich betone Lebewesen, weil du bist kein Mensch, du bist nur ein Lebewesen, genau wie alle anderen Lebewesen. Aber es ist nur, dass wir sind so zusammengebaut, dass wir ziemlich viel tun können. Ja. Und das ist eine Intelligenz und wir wollen diese Intelligenz richtig verwenden. Und Intelligenz kann man sehr, sehr verschiedene Wege anwenden. Und da gibt es verschiedene Arten von Intelligenz. Aber das ist ein anderes Thema, das komme ich auf das in den nächsten paar Tagen. Was ist Intelligenz? Jetzt reden wir über Energie. So, die Lungen gehen bis hier auf, bis hier unten. Das ist ein riesiger Luftbalken, Na, was passiert, wenn wir nur seich atmen? Dann wir sind immer in Mangel. Was passiert, wenn wir im Mangel sind? Was? Ja, überleg. Wie reagierst ihr im Mangelzustand? Die Emotionen sind durcheinander. Der Kopf macht sich selbstständig, weil es geht in Überlebensmodus. Der Körper geht in eine Art Notstand. Und in dieses Notstand dann, der Körper rennt da draußen amok, ja, und versucht dieses Mangel zu beheben. Na, der einfachste und natürlichste Weg, den Mangel zu beheben, ist die Augen zu, einatmen, mit dem Bauch, das ist ein Muskel, das ist an der Bauchdeckel, ja, das ist eine Pumpe, es pumpt rein, pumpt raus, pumpt rein. Ja. Beim Ausatmen ist das rein. Mach eine Pause. Manche Menschen kriegen hier Gänsehaut in die Pause, weil die Energie fließt voll im Körper, das kannst du steuern. Ausatmen. Einatmen. Der Grund, warum die Augen zu sind, ist, um Information zu bremsen. Mit den Augen offen geht zu viel Information für dein Gehirn rein und dein Gehirn will alles analysieren. Es lenkt dich ab. Der Fokus ist nach außen. Mit den Augen zu, der Fokus ist viel, viel, viel mehr intens am Innen gerichtet zu werden. Es ist, was passiert im Körper. Manche Menschen kriegen eine volle Gänsehaut bei dieser Übung. Das heißt, das ist richtig. Man spürt, wie die Energie im Körper überall sich verteilt. Ja? Die Organe tanken auf, die Muskeln, die Lebewesen, die Trillionen von Lebewesen sind unglaublich glücklich dafür. Und das ist in der Kriya-Yoga, das ist in Qigong-Praktiken, das ist in buddhistischen Praktiken vorhanden. Das ist eine der ältesten Wissen über das menschliche Körper. Es ist eine Wissenschaft, bitte. Das ist kein Witz.
Das ist eine echt beweisbare Wissenschaft. Und wenn wir das machen, so 10 Minuten in der Früh und 10 Minuten auf der Nacht, wir haben die Hälfte gewonnen. Und wenn man bewusst ist, dass die elektrolytische Leitfähigkeit in unserem Körper aufrecht gehalten ist, weil wir brauchen nicht viel essen, wir brauchen nicht viel konsumieren. Und das Schlimmste ist für uns, ist es, die Energie verschwenden hier oben mit alles sinnlosen Gedanken und sinnlosen Sachen. Das Leben ist zu wertvoll, das Existenz in dieses Wesen mit den Trillionen Freunde, das hier drinnen hast, die Mikroorganismen, ja, möchte auch zusammen mit dir leben und diese Lebensfreude. Du bist nur ein Organismus, die auf diese Erde rennt. Ja. Alles andere ist Animation, alles andere ist Beschäftigung. Wie du diese Beschäftigung umsetzt und wie du Freude in der Welt verbreitest und wie du ausbalanciert bist, liegt in deinen Händen. Und es ist sozusagen ganz einfach zu dehnen. Ja. Wir können Übungen machen mit Dehnungen, wir bringen Körperflüssigkeit zu fließen, wir können uns schneller entgiften durch die Bewegungen, durch gewisse Praktiken. Manche nennen das Hatha Yoga, ja, andere nennen das einfach Stretching. Es ist das slawische Yoga von der Xenia, Lucky ist sehr, sehr, sehr gut. Und wenn du mehr, dass wir diese Körperübungen machen, die mehr Energie fließt, es ist 10 Minuten in der Früh und 10 Minuten auf der Nacht, das ist ein wunderschönes Geschenk an deinen Körper. Und sie können neu starten in dem Tag, indem dass diese Einflüsse von außen dir überhaupt nichts angeht, ja, und du wirst nicht in diese hilflose Situation der Unwissenheit kommen. Unser Gehirn ist eine verrückte Geschichte. Information geht hier rein und es bleibt hier rein, dann kommt es gleich wieder raus, ist nicht mal in den Körper, aber der Körper reagiert auf alles, was ihr sagt, so negativ ist. So, die Nutzen des Energie, es ist eine unglaublich interessante Sache, weil Achterbahnfahren oder Fallschirmspringen oder Euphorie, Excitement, all diese Sachen ist der Nutzen des Energies und es ist dein Gehirn, die dieses so verwaltet. So wenn man denkt, dass in die Atmung, ich kann meine Verwaltungszentrale kontrollieren, das ist eine positive Geschichte. Wenn das nicht bewusst ist, was hier drinnen ist, dann das Verwaltungszentrum macht sich selbstständig und tut mit das dann, was es will. Und das ist ein Leben in Unwissenheit, das ist ein Leben in Ignoranz und das bringt Probleme mit sich, das bringt Krankheiten mit sich, das bringt Störungen in sozialen Kontakte. Und wir nutzen dieses Corona-Zeit, die Coronavirus, die Corona-Zeit, um die Viren in unserem Kopf, ja, in unser Computersystem, unser Verwaltungssystem zu korrigieren, sozusagen, umschalten. Ja. Es ist nicht die Außenwelt, das ihr Probleme verursacht, es ist eure innere Welt, die ihr Probleme verursacht. Die äußere Welt hat keinen Einfluss auf das, was hier drinnen ist, außer wenn ihr in Unwissenheit bist und ihr habt diese Welt, die da draußen ist, selber kreiert mit eurem Wollen und Haben und so. Die Energie wird verwendet in Sammlung von Milliarden von Emotionen, ja, und Bilder und du versuchst glücklich zu sein mit Gegenständen, du versuchst glücklich zu sein mit künstlichen Objekten, die mit dem Körper nichts anfangen können. So, was wir versuchen jetzt zu machen zusammen ist, nochmal die Atemübung bitte. Ja. Namaskar. Einatmen.
Und vergessen niemals, wenn Sie einatmen, Sie sind in Verbindung mit der anderen Hälfte Ihrer Lungen und die andere Hälfte sind die Bäume, in die Pflanzen und in der Luft. Die Hälfte, die andere Hälfte deiner Lungen. Es ist ein Austausch, es ist wie eine Pumpe. Einatmen, tauschen, ausatmen, tauschen. Einatmen, ausatmen. Die Bäume geben uns und die Pflanzen geben uns, was wir brauchen zum Leben. Und wir geben dann mit unserer Ausdunstung und unserer Ausatmung das, was die brauchen zum Leben. Und die Sonne arbeitet zusammen, Sonnenenergie ist in der Luft, Solarenergie ist in der Luft. Wenn wir in die Sonne gehen, betanken unsere Solarkörper auf. Und denke an das. Alles andere ist irrelevant. Das ist nur Animation. Das ist nur ja, Spielplatz. Und wie du mit dem Spielplatz umgehst, ob dir der Körper weiter schaden will oder ob dein Geist weiter schaden will, das liegt an euch. Ihr habt keinen Einfluss auf das. Nimm das nicht als was Schlechtes, aber Bewusstsein wird jetzt angesagt, vor allem in die Krise dieses Coronavirus. Weil der Coronavirus bringt uns zu zwei Sachen. Es zeigt uns, dass hier oben etwas nicht stimmt. Und es zeigt uns, dass hier mit unseren Herzen etwas nicht stimmt. Und deswegen ist eine größere Macht auf die ganze Erde gekommen. Und er sagt, die Menschen müssen ruhiger werden, die Wirtschaft muss sie verlangsamen und ein neues System soll hergerufen werden. Aber wie geht das? Geht das mit einem ruhigen, konstanten Herz, die auf 6 Watt ist? Oder ist das eine Mangelgesellschaft, eine, die nur Mangel erzeugt und den Planet weiter zerstört und Beziehungen zerstört und die intermenschliche Existenz zerstört? Ja. So, es ist künstlich erzeugte Emotionen, dieses Auf und Ab, eine Minute super happy, nächste Minute super traurig. Das ist nicht richtig. Wie gehen wir miteinander um? Und was verweigere ich anzunehmen? Klar kann ich mit meinem Körper alles Mögliche tun. Ja? Das ist kein Problem. Ja? Aber das Ding ist, alles was wir tun im Leben hat Konsequenzen. Und am meisten schaden sie selber. Und wenn sie sich selber schaden, schaden sie ihre Umwelt auch. So, um das zu erleichtern, machen wir ein bisschen. Puls ist auf 60. Kein schlechter Zustand. Macht es euch bewusst. Wie geht ihr um mit der Außenwelt und wie geht ihr um mit der Innenwelt? Dankeschön. Namaste. Namaskar.